Am leichtesten ist es eigentlich, Höhe anhand von Tonleitern zu trainieren. Man geht automatisch Stufe für Stufe höher und kann sich anhand von dieser festgelegten Tonfolge immer wieder neue Übungen bauen. Natürlich auch über die Oktave hinaus bis zur None, Dezime und so weiter und so fort. Wenn du zum Beispiel jetzt die F-Dur, das F3 zum Beispiel im Höhentraining als Ziel hast, nehmen wir natürlich, wie gerade eben schon erwähnt, die F-Dur-Tonleiter. Damit man sich die Tonleiter gut ins Ohr holt, schadet es nichts, wenn man sie in einer normalen Lage, also F1 bis F2, spielt. Du kannst auch andere Übungen innerhalb dieser F-Dur spielen. Wichtig ist, dass sich unser Gehör an diese Durtonleiter eben gewöhnen kann und man ganz genau weiß, das ist der Grundton, das ist die Quinte und die anderen Töne natürlich auch. Wenn wir also jetzt zum Beispiel dieses F3 als unseren Trainingston, als unseren Zielton trainieren möchten, dann empfiehlt es sich zum Beispiel so zu starten. Jetzt wenn wir zum Beispiel zum F3 gehen möchten und wir können entspannt und locker das F2 spielen, dann kann man natürlich auch schon in die F2-Lage einsteigen, weil man einfach wenig Luft verbraucht, um vom F1 zum F2 zu kommen. Man verkrampft auch nicht zu schnell. Wichtig ist immer nur, wenn du startest, dass du nicht gleich eng machst, sondern dass du anfängst zu spielen. Das heißt einatmen und die Luft kommt wieder raus, damit eben keine Blockaden entstehen können. Wenn wir uns also dann da oben bewegen, ab dem F2, dann empfiehlt es sich, die Übung folgendermaßen aufzubauen. Und du kannst auch wieder nach unten gehen. Du hast einfach ein Gehör dafür entwickelt und weißt ganz genau, wo der nächste Ton hin muss. Vom C aufs D, D auf E und natürlich dann durch das E die Leittonfunktion, Halbton höher zum F3 und wieder zurück und gerne auch noch in die eingestrichene Oktave rein oder noch tiefer, damit man einfach wieder Lockerheit, Entspanntheit und letztendlich auch Flexibilität trainiert. Denn letztendlich kommt es darauf an, wenn du oben ankommst, dass du auch wieder nach unten kommst. Also nicht nur dieses eng und dann kommt der Ton schon raus, sondern du kannst nach oben gehen und eben auch wieder den Rückweg in die tiefere Lage antreten. Letztendlich kannst du diese Übung auf alle anderen Tonleitern natürlich auch übertragen. Fis-Dur, wenn du höher gehen willst, G-Dur oder natürlich auch nach unten, wenn du nicht in die dreigestrichene Oktave trainieren willst, sondern einfach tiefere Töne, tiefere Lagen. Du hast gemerkt, ich habe die Tonleiterübung immer schrittweise aufgebaut, also F, G, F, G, A, G, F und so weiter und so fort, immer wieder hoch und wieder runter. Anspannung, Entspannung, Anspannung, Entspannung. So wie es eben aus dem Training allgemein auch bekannt ist. Wenn du Fragen zu dem Thema hast, dann gerne in die Kommentare oder schreib mir persönlich. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche zu einem neuen Video rund ums Trompetentraining. Bis dahin, ciao, euer Nico.